Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns How to Zero Your Red Dot. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt ein neues Rotpunktvisier oder Reflexvisier erstanden, die passende Montage dazu ausgewählt, alles miteinander verbaut und auf eure Waffe montiert. Jetzt geht's ans leidige Einschießen. Wir haben uns gedacht, wir machen mal ein Video für euch, für den einen oder anderen, der vielleicht da jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat oder Hintergrundwissen hat, um euch das mal ein bisschen näher zu bringen. Wir versuchen das so einfach wie möglich für euch zu erklären, damit ihr es auch versteht. Eins vorab, wir gehen jetzt hier von der 223-Patrone aus. Natürlich kann man das Ganze auch auf Carbine-Kits für die Pistole nutzen, 9 mm oder AR-15s, AR-9s, wie man sie dann nennt, in 9 mm oder auch auf 308, aber dann müsst ihr natürlich entsprechend umdenken. Alles, was wir euch hier erklären und zeigen, ist heute auf 223 ausgelegt und vor allem ist es hier nur beispielhaft. Diese Werte und Zahlen und Grafiken, die ihr jetzt alle sehen werdet, sind nicht das Nonplusultra oder das Go-To für euch, wie ihr es genauso machen müsst. Das gibt ganz viele Sachen, die davon abhängen, aber dazu kommen wir gleich. Als allererstes, wenn ihr auf dem Stand seid, müsst ihr natürlich erstmal gucken, wie ihr irgendwie auf die Scheibe kommt. So. Das heißt, optimalerweise macht ihr das auf eine kurze Distanz, ist einfacher. Ihr könnt natürlich auf 100 Meter einschießen. Theoretisch wäre das auch die bessere Wahl, wenn ihr sagt, ich gehe auf die Distanz, wo ich dann später schießen will, darauf schieße ich es ein. Aber aus Gründen der Sicherheit und aus Gründen der Einfachheit halber macht man das in der Regel auf kurze Distanzen. Hilfsmittel dafür sind zum Beispiel, ich schaue durch den Lauf. Beim AR-15-System muss ich dazu den Verschluss komplett entnehmen, kann durch den Lauf schauen und kann dann immer auf den Rotpunkt schauen und entsprechend schauen, ob ich da schon mal grob auf der Scheibe bin. Das funktioniert auf 25 Meter sehr gut. Wenn ihr ein Repetiergewehr habt, wo ihr den Verschluss rausnehmen könnt, nicht unbedingt ein Jagdgewehr wie die Merkel, wo der Verschluss fest verbaut ist, dann könnt ihr da auch den Verschluss rausnehmen und dadurch den Lauf schauen. Bei einem Jagdgewehr in einem größeren Kaliber wie 308 ist es natürlich auch noch mal einfacher. Das ist einfach nur mal, dass ihr das mal wisst, dass es diese Möglichkeit gibt. Die zweite Möglichkeit ist, eine Einschießpatrone zu nehmen, also einen Einschießlaser. Gibt es von verschiedenen Herstellern, wie zum Beispiel von Zeitmark. Dann kann ich hier den Einschießlaser ins Patronenlager setzen, vorher natürlich einschalten, logischerweise. Und dann kriege ich den Punkt vom Laser auf die Scheibe projiziert. Das ist auch nochmal eine Methode, wie ich das machen kann. Auch nicht verkehrt oder hilfreich ist natürlich, wenn man einen Magnifier hat, den entsprechend dann dazu nimmt, dann habe ich eine dreifache oder fünffache Vergrößerung, je nachdem, was der Magnifier hergibt, und sehe natürlich dann das Ziel größer und dann habe ich es vielleicht auch noch mal ein bisschen einfacher, um genauer einzuschießen. Habe ich keine Hilfsmittel zur Verfügung, schaut, dass ihr vielleicht einen Partner euch sucht, der mit euch zusammen das Ganze macht, weil dann habt ihr nämlich den riesen Vorteil, ihr habt jemanden, der beobachten kann, durch ein Spektiv vielleicht oder auch so als freier Beobachter. Es ist immer noch mal einfacher zu schauen, als wenn ihr hinter eurer Waffe hängt und euch auf den Schuss konzentriert, nicht auch noch auf den Einschlag euch konzentrieren müsst. Der Beobachter kann dann nämlich zum Beispiel sagen, okay, alles klar, wir schießen jetzt mal nicht auf die Scheibe. Ihr habt vielleicht eine elektronische Scheibe, wo der Rahmen sehr, sehr teuer ist. Schießt ihr daneben, ja, in den Sand zum Beispiel, wenn das möglich ist in der Anlage, ja, wenn es eine Outdoor-Anlage ist. Habt ihr nicht die Möglichkeit und müsst auf jeden Fall auf die Scheibe schießen, dann achtet auch darauf, ob die Scheibe an eurem Stand eine Seilzuganlage hat. Kennt ihr ja bestimmt. Wenn das Ziel dann zu euch gefahren werden kann, ist die Seilzuganlage oben. Dann haltet ihr möglichst weit unten an, damit ihr da nicht die Seile kaputt schießt. Das wird nämlich richtig teuer und der Standbetreiber wird euch zum Teufel jagen. Wenn die Seilzuganlage unten ist, haltet ihr möglichst weiter oben an. Einfach da einmal, um noch mal ein bisschen Sicherheit mit reinzubringen. Wie ich schon gesagt habe, gibt es verschiedene Faktoren, die da mit reinspielen, wenn ihr eure Waffe einschießt. Das ist zum einen die Lauflänge, das ist der Drall eures Laufes, das kann das Geschossgewicht sein, das kann die Form des Geschosses sein, der ballistische Koeffizient spielt da auf jeden Fall mit rein, die äußeren Einflüsse wie Wind, Wetter, Lufttemperatur, Mündungsenergie und. Das sind 1000 Sachen, die da mit reinspielen. Von daher, wenn ihr irgendwelche ballistischen Kalkulatoren benutzt oder irgendwie das Ganze berechnet, Kalkulator gibt es überhaupt? Rechner heißt das, also einen ballistischen Rechner benutzt, dann müsst ihr auf jeden Fall schauen, dass ihr die richtigen Daten füttert, denn je nachdem, wie die Daten da reinkommen, desto unterschiedlicher wird das Ergebnis. Das werdet ihr nämlich jetzt auch hier gleich sehen, wenn wir auf die Scheiben gehen, denn wir haben das natürlich mit unseren Werten berechnet. Die Scheiben
die ihr zum Beispiel im Internet findet, häufig bei amerikanischen Seiten, sind in der Regel alle mit Yards. Deswegen haben wir auch hier Yard-Scheiben genommen, damit es einfacher für euch zu zeigen ist. Und da wird in der Regel auch das militärische Projektil, die M193 mit 55 Krähen gezeigt, 16 Zoll Lauf. Also sehr fixe Werte, die sehr allgemein gültig sind in Amerika, aber hier zum Beispiel bei uns nicht. Wenn ihr einen 20 Zoll Lauf habt zum Beispiel, sind diese ganzen Scheiben da hinten komplett hinfällig, weil dann die Einschläge bzw. die Treffpunktlage sich komplett verändert. Was natürlich auch immer eine große Auswirkung auf das Treffen hat, ist der Schütze hinten dran. Das dürft ihr natürlich auch nicht außen vor lassen, denn das kann alles noch so tippitoppi eingestellt sein. Ihr habt es vielleicht am Schießsack oder sonst irgendwie alles eingeschossen, fangt das erste Mal an, im Stehen zu schießen und wundert euch, warum ihr nicht trefft. Könnte auch an euch liegen. So, dann noch ein letzter Punkt, das ist der mechanische Offset. Der ist auch nochmal ganz wichtig, hatten wir schon mal angeschnitten bei dem How-To, die richtige Auswahl der Montage. Je höher ihr natürlich von der Laufsäle weg seid, wie hier mit der Unity-Montage, desto mehr Offset habt ihr. Warum ist das so wichtig? Jetzt gehen wir mal davon aus, ganz dumm und einfach erklärt, ihr habt eine Scheibe, ihr habt euer Gewehr, ihr habt diese Entfernung. So, ihr guckt durch den Rotpunkt, seht euer Rotpunktvisier oder euer Red Dot oder euer Circle Dot von Holosun, je nachdem, was ihr alles einsetzt. Und dann könnt ihr hier auf der Scheibe das sehen. So, wenn ihr jetzt schießt, wo trefft ihr dann hin? Trefft ihr dahin, wo ihr hingeguckt habt? Nein, ihr trefft dahin, wo der Offset ist. Hier habe ich ein Offset von 89 Millimetern. Bedeutet, wenn ich jetzt hier anhalte und mein Visier da sehe, dann bin ich da auf jeden Fall auf diese Distanz, 89 Millimeter, tiefer als da, wo ich hinschaue. Und das bringt uns nämlich auch zum nächsten Punkt, dem Mythos geradeaus schießen oder Hochschuss. Müsst ihr euch jetzt so vorstellen, ihr habt euer Gewehr, ihr habt eure Optik, alles augenscheinlich gerade montiert. Ist jetzt ja auch kein Präzisionsgewehr, wo ich eine Montage habe mit einer Vorneigung, sondern hier ist wirklich alles gerade ausgerichtet. Ihr habt ein Projektil, was aus dem Lauf rausgeschossen wird. Jetzt habt ihr schon mal irgendwo gehört, das Projektil steigt. Das ist auch richtig. Aber von der Physik her, alles gerade. Projektil geht aus dem Lauf raus, fliegt erstmal eine ganze Weile geradeaus und fängt dann aufgrund der Schwerkraft an zu fallen. Es steigt nicht, es fällt. So, dem müssen wir natürlich irgendwie entgegenwirken. Wie machen wir das? Wir müssen dafür sorgen, hier habe ich ein Bild für euch, wir müssen dafür sorgen, dass die Sichtlinie und das Projektil sich irgendwo kreuzen, damit ich da meinen Treffpunkt habe. Um das zu erreichen, habe ich bei der Optik die Möglichkeit, die zu verstellen. Dafür sind die Türme hier da. Drehe ich hier oben das Käppchen ab und dann kann ich hier entsprechend dann nach unten drehen das Ganze. Also ich drehe meine Visierung, meinen Rotpunkt, drehe ich nach unten. Durch das nach unten drehen entsteht eine Überlappung der beiden Graphen bzw. der beiden Linien. Das heißt, ihr habt eigentlich den Lauf nach oben. Ihr haltet eigentlich den Lauf nach oben, während die Sichtlinie gleich bleibt. Das dürft ihr euch jetzt aber nicht so vorstellen wie beim Granatwerfer, nur dass ihr dann irgendwie so in der Haltung hier 40 mm Kavum macht, sondern das ist wirklich nur minimal. Ja, ihr habt vielleicht den Lauf so in der Position, sieht jetzt für euch vielleicht gerade aus, aber in Wirklichkeit ist der Lauf minimal nach vorne angehoben, was natürlich dann dafür sorgt, dass das Projektil steigt. Durch die Steigung habe ich eine Kreuzung, durch die Kreuzung habe ich einen Treffpunkt, mein Zero. Um jetzt noch ein bisschen für Verwirrung zu sorgen oder beziehungsweise euch vielleicht noch ein bisschen das Ganze zu erleichtern. Ich habe es ja schon erwähnt, die Scheiben sind hier mit Yard angegeben, also unsere Zeros sind in Yard. In Deutschland haben wir natürlich Zielentfernungen auf Meter. Wir haben es jetzt aber auf Yard wirklich gemacht, weil viele Ballistic Calculators halt mit Yard arbeiten und auch viele Quellen im Internet, gerade für die AR-15 im Englischen, arbeitet man mit Yard und das könnt ihr euch einfach umrechnen. Ich habe hier mal für euch ein Beispielblatt, wo ihr seht, 1 Yard sind 0,9 Meter, 50 Yard, 45 Meter, 36 Yard, 32 Meter, 300 Yard, 274 Meter. Hier auf der Tabelle habe ich für euch auch nochmal die MOA-Werte aufgeschrieben. Ein MOA auf 100 Meter sind 2,9 Zentimeter. Und ganz wichtig jetzt für euch zu wissen, wir haben hier bei einem Holosun zum Beispiel eine Klickverstellung von 0,5 MOA. So, jetzt schieße ich meine Waffe auf 25 Meter ein und treffe irgendwo auf der Scheibe, sage ich mal, ich bin 10 cm tief. So, jetzt will ich das Ganze verstellen und ganz häufig sehe ich dann die Schützen, mich eingeschlossen, fangen dann an
drehe so 1, 2, 3, 4 Klicks mal und nochmal gucken. 4 Klicks, gucke ich hier auf meine Tabelle, 0,5 MOA auf 25 Meter sind 0,37 Zentimeter. 4 Klicks, das wäre gerade mal ein bisschen mehr als ein Zentimeter, grob gerechnet. Da hat sich nicht viel getan. Ja, das heißt, da werde ich ewig einschießen. Da mache ich den nächsten Schuss, da bin ich bei 9 cm, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wisst ihr selber, ist Blödsinn. Das heißt, da ruhig auch dann entsprechend eure Bedienungsanleitung zur Rate ziehen, einen Ballistikkalkulator nutzen und dann wisst ihr auch, dass ihr da deutlich mehr Klicks drehen müsst als 4. Das Unity ist jetzt natürlich ein drastisches Beispiel mit dem Offset von 89 mm. Normalerweise hat man hier 7,2 cm mit Lower Third, beziehungsweise bei Absolute Co-Witness hat man 6,7 cm. Das sind auch die beiden Montagehöhen, die ihr in der Regel mit Holosun abdecken könnt. Und gerade Absolute Co-Witness ist dann auch mit eurer Kimmo und Korn in einer Linie. Jetzt müssen wir uns natürlich noch Gedanken darüber machen, auf welche Entfernung wir unsere Waffe und unsere Optik einschießen wollen. Wie ich schon gesagt habe, optimalerweise natürlich auf die Distanz, die ihr am häufigsten schießt. Wenn ihr ein Präzisionsschütze seid, der in der Regel auf 100 Meter schießt, dann schießt ihr eure Optik auf 100 Meter ein. Wenn ihr nur im Nahbereich unterwegs seid, auf 25 Meter, zum Beispiel mit einem Carbine-Kit, dann würdet ihr 25 Meter einschießen, ganz klar. Wir haben jetzt hier ein paar Scheiben für euch mal vorbereitet. Nicht wundern, das sind amerikanische Scheiben, IDPA-Scheiben nennen die sich. Haben wir aus dem Grund besorgt, weil wir euch hier zum einen nicht nur sportlich was zeigen wollen, sondern auch für die Behörden entsprechend nochmal ein paar Zero-Vorschläge zeigen, die das vielleicht noch nicht kennen. Und natürlich auch, weil die Zeros auch so zum Teil von Militärs genutzt werden, vom US-Militär zum Beispiel. Warum haben wir das gemacht? Ganz einfach. Wenn man jetzt hier mal als Beispiel das 25 Yard Zero nimmt, hier seht ihr schon, da ist viel Bewegung auf der Scheibe. Wenn ich jetzt eine reguläre, zugelassene in Deutschland IPSC-Scheibe nehmen würde, seht ihr schon, alles, was hier oben wäre, wäre schon gar nicht mehr auf der Scheibe, hätte ich euch gar nicht zeigen können. Genau deshalb haben wir uns für diese Scheiben entschieden. So, hier habt ihr einmal das 25 Yard Zero, habe es gerade schon erwähnt. Hier habt ihr euren Einschießpunkt bzw. euer Zero. Wenn ihr da anhaltet, trefft ihr Dead Center. Dann geht es weiter, wenn ihr hier anhaltet, bzw. wenn ihr hier anhalten würdet und das Target auf 50 Meter stehen würde, wäre hier euer Einschlagpunkt. Das Ziel wandert noch weiter nach hinten auf 100 Yard, dann habt ihr hier den Einschlagpunkt. Hier 150, hier 200, hier oben 250 und 300 dicht beieinander und da 350. Hier habt ihr auch nochmal einen Chart eingeblendet, wo ihr nochmal die Flugbahn seht und nochmal die einzelnen Werte. Dann könnt ihr auch da alle nochmal in Ruhe euch das im Blog anschauen, wenn ihr das nochmal im Detail sehen wollt. Aber ich denke, hier gerade diese Scheiben sind jetzt für euch interessanter, denn ihr wollt ja wissen, wo treffe ich denn überhaupt hin. Bei der Scheibe hier habe ich es auch nochmal so gemacht, da habe ich hier nochmal zusätzlich die Haltepunkte angebracht, wenn ihr immer hier in der Mitte treffen wolltet. Also sprich, hier wäre mein Haltepunkt, wenn ich auf 50 Yard treffen wollte, hier wäre mein Haltepunkt, wenn ich auf 100 Yard treffen wollte und so weiter, bis nach unten hin. Also ihr seht, das ist wirklich ein Zero, ist fürs Militär gemacht worden, die US Army nutzt das zum Beispiel. Die sagen halt, bis 250, 300 halte ich tief und danach dann hoch. Das ist meiner Meinung nach aber nicht so sinnvoll, weil ich halt viel denken muss. Ich muss viel nach oben halten, viel nach unten, also drüber halten, drunter halten. Ist nicht sehr eingängig und von daher auch das von uns am wenigsten empfohlene Zero, außer ihr schießt auf 25 Yard/Meter hauptsächlich. Hier haben wir ein Zero, was ein Navy SEAL entwickelt hat. Das ist das sogenannte 36 Yard Zero. Die Idee dahinter war einfach, eine flache Flugbahn zu haben. Das seht ihr hier auch in der Zeichnung nochmal von dem Graph. Nicht wundern, wenn die Flugbahn hier etwas höher aussieht. Das liegt natürlich an der Darstellung im Graph. Schaut, wenn ihr an der Seite guckt, da seht ihr ja, wie viel Yard das nach oben geht, wie viel Inch das nach oben geht. Das sind nämlich gerade mal 6 Inch hoch, also das ist nicht viel tatsächlich. Hier ist die Idee, dass ich mit einer flachen Flugbahn möglichst viel abdecken kann, ohne viel Haltepunkte zu haben. Seht ihr ja, ihr seid hier in dem Bereich unterwegs, 36, 50, 100, 150, 200, 300 und 350, alles dicht beieinander. Wenn ihr euch das mal auf der Live-Seite anschaut, dann seht ihr hier auch, das geht bis runter, bis 400, 450 Yard. So weit wollen wir jetzt aber gar nicht gehen. In den meisten Schießstellen in Deutschland haben wir nur 300 Meter zur Verfügung, von daher
soll das hier mal reichen. Soll auch nur der Vollständigkeit halber dienen, denn wir sind der Meinung, auch das ist jetzt für Deutschland eher uninteressant. Sehr interessant für uns in Deutschland ist allerdings das 50-Yard-Zero, meiner Meinung nach. Denn hier hat man den Vorteil, wenn ich dynamisch schieße oder auch auf Distanzen schieße, wo ich jetzt nicht unbedingt weiß, wo mein Ziel steht. Also ich habe jetzt nicht auf Punkt 50, Punkt 100, sondern irgendwo dazwischen. Habe ich hier, seht ihr ja, ist alles super dicht beieinander. 50, 100, 150, 200, 250, 300. Ich nehme mal mein Maßband zur Hand. Da sind wir hier im 10 cm Bereich bis 300 Yard. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr eng. Das heißt, da müsst ihr gar nicht groß drüber nachdenken, wenn ihr nicht Loch in Loch schießen wollt, sondern halt dynamisch wie beim IPSC, wo ihr nicht genau die Zielentfernung kennt, seid ihr auf jeden Fall hier im Center und habt eine sehr, sehr hohe Abdeckung, geht sogar hier bis 350 Yard raus, dann bin ich hier unten gerade noch so an der Linie. Sehr dynamisches und universelles Zero. Zum Schluss noch das 100-Yard-Zero oder auch das 100-Meter-Zero, wie es das Marine Corps nutzt. Die haben lange Zeit das ACOG von Trijicon benutzt. Das war auf 100 Meter geeicht, hatte dann einen Bullet-Drop-Kompensator speziell auf die militärische Munition, wo ich Haltelinien bis, ich glaube, 800 Yard runter oder 800 Meter runter hatte. Und dann konnte ich da entsprechend anhalten. Wenn ihr euch den Graph anschaut, seht ihr hier, dass die Flugbahn die Sichtlinie tatsächlich gar nicht wirklich kreuzt, sondern wirklich nur antoucht und dann wieder nach unten abfällt. Also ihr habt hier niemals eine drunter halte, sondern ihr haltet hier immer drüber. Hier ist euer Zero, das heißt, alles, was jetzt kommt, das Geschoss fällt nur noch. Ja? Ihr müsst euch nur Gedanken machen vor 100 Metern oder 100 Yards. Da habt ihr natürlich dann euer Offset, was mit reinspielt. Aber ansonsten müsst ihr immer nur drüber halten. Ja? Hier habe ich 50, hier habe ich die 100, 150, 200, 250, 300 und 350. Da seht ihr aber, das kann natürlich, je nachdem, wenn ihr sehr, sehr weit schießt, habt ihr natürlich hier einen massiven Geschossabfall. Das sind jetzt hier ganze 30 Zentimeter. Ja, also wenn es noch weiter geht, könnt ihr euch ja ausrechnen, bei 30 Zentimeter, wenn ich das jetzt hier anhalten würde, müsste ich irgendwo hier oberhalb der Scheibe anhalten. Bei einer legalen deutschen Scheibe wäre das dann hier. Das heißt, ich ziele gar nicht mehr auf die Scheibe, würde ich mich sehr unsicher fühlen. Von daher ist da auch dann die Frage entsprechend, ob man das macht, beziehungsweise auf 300 Meter ist natürlich auch die Scheibe nicht mehr so klein, sondern ist sie auch dann etwas größer. Zum Schluss habe ich nochmal hier die GEE für euch eingeblendet. GEE ist die günstigste Einschussentfernung und wird von Jägern benutzt. Wenn ihr eine jagdliche Patrone kauft, dann habt ihr auch entsprechend auf der Packung die GEE mit angegeben. Die Idee dahinter ist, dass wenn man davon ausgeht, dass die Optik ungefähr 5 cm von der Laufsäule weg ist, dass die Kreuzung der Sichtlinie und der Geschossbahn nie von 4 cm abweicht. Ja, das heißt, wenn ihr ungefähr bei 100 Meter die Kreuzung habt, dann habt ihr zwischen 150 und 50 immer nur maximal 4 cm hoch oder drunter. Das ist so der Bereich, wo der Jäger sagt, das ist der tolerierbare Bereich für einen sitzenden Treffer und eine ganz feine Sache. Wenn ich mir das mal anschaue, so von der Darstellung hier, dann habt ihr ungefähr auch dieselben Werte wie beim 50-Yard-Zero. Also auch ein sehr universelles Zero, um entsprechend viele Distanzen, unbekannte Distanzen vor allem, abdecken zu können. Der Jäger schießt deswegen auf 100 Meter mit 4 cm Hochschuss ein. Das entspricht dann quasi dem 50-Yard- oder 50 Meter Zero. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was ist das beste Zero? Es wird ja ganz oft ganz vielen Foren, in Internetseiten geschrieben, was ist das beste Zero? Das beste Zero ist das, was für euch am besten funktioniert. Es gibt kein bestes Zero. Wenn ihr ein Präzisionsschütze seid, schießt ihr auf 100 Meter ein, bleibt auf 100 Meter, ist das 100 Meter oder 100 Yard Zero für euch das beste Zero. Wenn ihr ein IPSC-Schütze seid, der zwischen 25 und 300 Meter schießt, was soll der mit einem 100-Meter-Zero? Ja? Der nimmt das 50-200-Zero, wobei 50-200 auch gefährlich ist. Das wird ja immer gesagt, wenn du auf 50 triffst, triffst du auch auf 200. Das ist so nicht richtig. Das hängt nämlich dann auch immer von der Lauflänge und von den anderen Faktoren ab, die ich euch genannt habe. Aber grob kann man das schon mal so sagen. Das heißt, er nimmt das 50-Yard-Zero. Wenn ihr, wie ich schon gesagt habe, nur Carbine-Kit schießt, 25-Meter-Zero. Wie auch immer. Wenn ihr euch für ein Zero entschieden habt, fangt damit an zu trainieren, zu arbeiten und dann werden sich eure Schießergebnisse drastisch verbessern.
Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich hoffe, wir konnten euch das jetzt einigermaßen rüberbringen. Es ist ein sehr trockenes Thema, das wissen wir auch, aber es ist auch ein sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, wie gesagt, es konnte dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen mehr Licht ins Dunkle bringen. Und wenn ihr noch Fragen habt dazu, dann schreibt es uns in die Kommentare und dann werden wir euch das auch entsprechend beantworten. Alle Bilder, alle Skalen, alles, was ihr an Informationen hier in dem Video bekommen habt, findet ihr auch nochmal im Blog bei uns. Da habt ihr vielleicht ein bisschen mehr Zeit, müsst das Video nicht anhalten, könnt euch das nochmal in Ruhe durchlesen und ja, schaut mal rein. In diesem Sinne, wie immer an dieser Stelle, Lack und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.